Chevron ist positiv erwähnt worden noch gestern und zwar von Wolfe Research. Wolfe Research hat jetzt hier ein Upgrade erteilt und zwar eben auf ein Outperform-Rating von Peer Perform auf Outperform. Man begründet das relativ klar bei Chevron jetzt hier mit einem deutlich steigenden Free Cashflow und hat also das Ziel $210 hier genannt. Und diese $210, das ist im Prinzip so der Bereich des alten Hochs jetzt hier zum Hoch quasi der Iran-Krise. Da haben wir ja gesehen, dass hier ab Ende Februar, als das Ganze losgegangen ist, diese Energieaktien nochmal einen deutlichen Schub bekommen haben. Ja, der war vielleicht ein bisschen überzogen für den ersten Moment, aber mindestens genauso überzogen, würde ich sagen, ist jetzt diese Abwärtskonsolidierung, die wir hier gesehen haben. Die läuft zum einen auf ein charttechnisch sehr wichtiges Level, nämlich auf dem Bereich dieser letzten Support-Niveaus, die wir hier einzeichnen können. Ja, da hatten wir einmal kurz hier eine kleine Unterstützung, die ist dann nochmal nach unten weggerissen worden. Und jetzt sind wir hier wirklich auf den großen Bereich gelaufen, der dann auch nochmal dieses letzte Zwischenhoch hier getestet hat. Und damit würde ich sagen, rein fundamental sind wir jetzt hier in einer sehr guten Ausgangsbasis bei Chevron. Und deswegen kann ich das voll unterschreiben, was die Analysten von Wolfe hier zum Besten gegeben haben. Und dieser langfristig sehr dynamisch ansteigende Cashflow, der ist überschattet worden, wie ich finde, zu stark von den fallenden Ölpreisen. Ich hatte das vorhin kurz erwähnt, die Ölpreise liegen jetzt inzwischen niedriger als vor Beginn der Iran-Krise. Nur wenn wir uns das angucken, wo zum Beginn der Iran-Krise die Chevron-Aktie stand, die lag bei rund $190. Die steht jetzt bei 170. Und da muss man halt ganz klar sagen, wir haben dann im letzten Quartal, in dem, was dann jetzt auch gemeldet wird, diese deutlich höheren Ölpreise drin. Ich denke, wir werden gute Zahlen sehen von Chevron. Und dann werden sicherlich auch die Anleger feststellen, dass es vielleicht eine gute Gelegenheit ist, da einzusteigen. Wenn wir uns bei Chevron hier nochmal kurz die Bewertung anschauen, sehen wir auch zu diesen Hochs während der Iran-Krise war die Aktie mit einem 28-fachen Kursgewinnverhältnis bewertet. Jetzt liegen wir bei einem 10-fachen. Wir liegen also 30% unter dem, was über die letzten Jahre normal ist. Und von daher würde ich sagen, vielleicht eine gute Chance, jetzt hier mal zuzugreifen. Ich werde das nochmal en Detail prüfen, werde vor allem auch nochmal schauen, wie sich die Entwicklung in Guyana, aber auch eben die neuen Investitionen in Libyen, in Irak, wie die sich äußern werden in den nächsten Quartalen und werde dann vielleicht hier auch für unser Chartzeit Investment Depot Positionen in Chevron aufbauen. Ob das passiert, das seht ihr dann per Eilmeldung, aber das ist auf jeden Fall etwas, was ich im Moment hier auf dem Schirm habe und deswegen ist mir dieses Wolfe Upgrade hier auch sehr entgegengekommen, euch das Ganze mal hier in der Sendung zeigen zu können. Jeden Börsentag um 13 Uhr schauen wir live auf die Märkte, die spannendsten Einzelaktien und eure Favoriten. Welche Aktie soll ich als nächstes analysieren? Schreib sie in den Chat, entscheide mit und abonniere den Kanal, damit du morgen live dabei bist.